Servus zusammen, willkommen hier auf eurem Kanal für Tabletop-Spielsysteme, die nicht ganz so stark verbreitet sind hier bei uns im deutschsprachigen Raum. Und daher habe ich mir einfach gedacht, ich mache mal wieder ein Video zu Kings of War, das es ja schon recht häufig hier auf dem Kanal in den letzten Jahren gegeben hat. Und jetzt ist genau ein guter Zeitpunkt dafür, denn für Trident Realms sind neue Figuren veröffentlicht worden, beziehungsweise gibt es da ein bisschen eine Überarbeitung. Jeder, der ein bisschen Kings of War verfolgt hat in letzter Zeit, wird das auch alles schon mitbekommen haben, beziehungsweise dass ja Mantic bereits angesagt hat vor einer ganzen Weile, dass heuer 2024 etwas dazu kommen wird, eben zu Trident Realms. Und das will ich mir hier jetzt mit euch zusammen ein bisschen ansehen, denn ich finde das Ganze eigentlich sehr interessant aus meiner eigenen Perspektive. Wie es üblich ist in diesen Situationen, wenn hier neue Armeen veröffentlicht werden oder eben bestehende Armeen bei Kings of War überarbeitet werden, wir bekommen diverse Produkte, unter anderem eben, wie wir hier schon sehen, eine Mega Army Box, dann wird es auch wahrscheinlich weiter unten eine Army Box geben, ja hier, und eben auch mittlerweile jetzt neu die Ambush Boxen, die anscheinend jetzt auch immer dann gleich mit veröffentlicht werden, wenn sich hier irgendetwas tut bei einer der bestehenden Armeen. Und hier auch noch eine ganze Reihe weiterer Figuren, wie wir sehen, alles sehr, ich sag's mal, froschlastig. Finde ich aber persönlich gar nicht mal so schlecht, denn ich weiß gar nicht, gibt es hier schon irgendwelche Armeen, also Figuren auf jeden Fall, eben von Fröschen im Tabletop-Bereich, aber ich kenne jetzt kein Spielsystem, das eben spezifisch eine ganze Armee hat in diese Richtung oder zumindest einen gewissen Schwerpunkt, den man darauf legen könnte. Wenn wir hier uns gleich mal als erstes die Ambush-Box quasi ansehen als kleinere Einstiegsbox, sehen wir hier schon alles komplett auf quasi Frösche aufgebaut, also sprich die River Guard und eben dann die Kavallerie dazu, die eben auch dann von River Guard quasi geführt wird. Ich finde diese Boxen, also diese Ambush-Boxen ja persönlich sehr interessant und sehr gut zum Einsteigen. Ja, ihr bekommt hier natürlich nicht unbedingt eine übermäßig abwechslungsreiche und spielbare Armee, klarerweise, da das doch nur ein paar Einheiten sind im Vergleich zu einem großen Kings of War Spiel, aber alles in allem doch ein recht guter Start, vor allem, weil ihr hier dann eben dieses Regelbooklet bekommt. Wir können hier ja mal auf den Inhalt schauen. Ihr bekommt 20 River Guard Infanteriefiguren und eben diese Kavalleriemodelle, diese drei, alles mit den Bases dazu. Auch hier ganz interessant, die größeren Figuren waren ja, glaube ich, immer auf den MDF-Basen und eben jetzt auch bei den Infanterieeinheiten ist es mittlerweile so, dass Mantic eben hier die Regimentsbases dazu gibt, die eben auch aus MDF sind und eben nicht mehr Einzelbases. Macht es natürlich einfacher für den Start, vor allem wenn man schon in diesem Kings of War Thema auch drinnen ist, dass man ohnehin die Einheiten multi-gebased hat, ist das gleich von Anfang an hier dabei und dann eben noch ein Ambush-Booklet und ein Trident Realm Ambush-Sheet. Da geht es, glaube ich, darum bei dem Ambush-Sheet, wie ihr die Figuren hier, die in der Box sind, zusammenbauen könnt, welche Möglichkeiten bestehen, und eben das andere Booklet im Vordergrund ist so, eben wie es schon hier zu sehen ist, ein Quick Start Rules Guide und eben dementsprechend auch sehr schön, wenn man mal einfach nur ins Spiel einsteigen möchte, sagt, man hat doch gar nichts von Kings of War, man möchte hier erstmal einsteigen, sich das Ganze anschauen, dann hat man für einen sehr schönen Preis eigentlich, wie ich finde, diese ersten Figuren von Mantic eben, was ich sehr positiv immer finde, eben die Unternehmen dann auch zu unterstützen, und die Figuren sehen ja auch immer besser aus, also Mantic macht da sehr viel richtig und hat sehr große Fortschritte auch gemacht in den letzten Jahren. Das sehen wir hier auch bei diesen Figuren wieder, weil mir gefällt eigentlich diese komplette Range sehr gut, die hier
bei den Trident Realms jetzt neu dazukommt bzw. überarbeitet worden ist. Und eben noch als Information, was hier auch zu sehen ist, das Ganze befindet sich jetzt in der Vorbestellung und wird dann in circa 2 Wochen dann veröffentlicht. Dann schauen wir mal weiter, was es hier sonst noch gibt. Eben das war wie gesagt mal die Starterbox, dann kommt die normale Armeebox. Finde ich auch hier sieht man schon wieder, man hat wieder diese Riverguard dabei, diesmal einen Helden, um das Thema mit den Fröschen aufrechtzuerhalten, sage ich mal. Gibt es hier, es sind gar nicht so viele Bilder dabei. Und dann aber auch hier noch die Najaden, das sind jetzt, so wie es hier ausschaut, die alten Figuren, also die es schon länger gibt. Zusammen auch mit einer Siren, glaube ich, müsste dieses Charaktermodell sein. Also denke ich mir auch zusammen mit einem Ambush-Set ist das vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, um dann im späteren Verlauf nach ein paar Ambush-Spielen die Armee zu erweitern, aufzubauen oder eben auch gleich hier damit zu starten, um eben die Trident Realms jetzt in 2024 anzufangen. Ich finde es zwar ein bisschen schade, dass man hier jetzt keine neuen Figuren von den Najaden bekommen hat, aber man hat es ja schon gesehen, der Fokus geht mehr in diese Frosch-Richtung, in diese Riverguard-Richtung, also alles in allem in Ordnung. Was mir aber schon aufgefallen ist und was ich sehr gut auch immer finde vom Preis-Leistungs-Verhältnis, sind hier diese Mega-Army-Boxen, auch alle 3 Boxen, die wir bisher eben hatten, bieten einen eigentlich sehr schönen Einstieg in eine neue Armee, wenn man noch nichts dazu hat. Und auch hier ist das kein Unterschied. Und wie wir hier dann sehen, bei der Mega Army Box haben wir schon sehr viel mehr wieder drinnen zusätzlich und baut auch irgendwie dann wieder auf den Sachen auf, die wir in den anderen Boxen hatten. Und wir haben hier jetzt noch 3 weitere Kavalleriemodelle dabei, um eine zweite Einheit oder vielleicht eine Horde aufstellen zu können. Es ist mehr Riverguard-Infanterie dabei, die man auch wahrscheinlich dann immer brauchen kann. Vor allem, wenn man in diese Richtung vielleicht gehen möchte von seinem Army-Theme her. Dann noch 20 weitere Najaden, sogar hier herunten noch weitere. 3 Kavalleriemodelle sehe ich gerade, die sind mir vorher gar nicht aufgefallen. Und hier sieht man schon, wir können diese anscheinend auch in verschiedenen Varianten zusammenbauen. Also ich kenne mich jetzt hier bei der Trident Realm Armee gar nicht so gut aus, daher wusste ich das nicht, aber anscheinend gibt es auch hier eine Fernkampf- und eine Nahkampf-Variante der Kavallerie. Und dann sind noch 2 Einzelfiguren dabei, wobei hier auf alle Fälle dieser Flusstroll oder was das sein soll, anscheinend eine komplett neue Figur ist. Die habe ich nämlich noch nie gesehen. Können wir uns, glaube ich, auch ansehen, weil mir ist das schon mal aufgefallen hier herunten. Die Modelle gibt es auch dann einzeln zu kaufen. Genau den Naka, den gibt es eh schon länger. Der ist hier in der Mega Army Box dabei. Und dann habe ich aber, glaube ich, genau hier gesehen, diese Figur, die ist eben auch in dieser Mega Army Box drinnen. Also wieder im Vergleich, wie schon gesagt vorhin, zur Army Box ein Schritt nach oben und ein dritter sehr schöner Einstiegspunkt, wenn man mit dieser Armee beginnen möchte oder vielleicht auch ein paar Sachen schon hat und eben Interesse hat zu erweitern. Hier habt ihr eben diese 3 Möglichkeiten, die mittlerweile eh schon bekannt sind von Kings of War, wie Mantic das mittlerweile eben macht. Und dann haben wir hier aber auch noch weitere Figuren, diese Darmbasser Amalest, mit eben quasi wieder Frosch-Theme, wieder Riverguard-Theme, mit eben anscheinend großen Fröschen mit Artillerie drauf. Also finde ich vom ganzen Konzept her auch sehr, sehr interessant. Mich würde es aber trotzdem interessieren, gibt es sowas vielleicht schon? Mir ist das, wie gesagt, noch gar nie untergekommen. Vielleicht, falls das jemand weiß, sagt uns da in den Kommentaren vielleicht Bescheid oder vielleicht auch einen Link dazu.
Und ganz allgemein, wenn du das Video jetzt bis hierhin geschaut hast und auch interessante Informationen daraus ziehen konntest für dich, würde es mich freuen, wenn du einfach unten einen Kommentar hinterlässt. So kommen wir ein bisschen in Kontakt mehr miteinander, aber eben auch wird es dem Kanal helfen, um hier ein bisschen besser gesehen zu werden. Und was natürlich auch schön wäre, wenn ihr, da der Kanal auch recht klein ist, einfach die Informationen weitergebt, wenn euch das Video interessiert hat und ihr eben, wie gesagt, die Informationen daraus ziehen konntet. Und falls ihr es selbst noch nicht gemacht habt, dann vielleicht auch den Kanal ganz einfach abonniert. Aber davon mal genug jetzt von Eigenwerbung. Es geht hier dann noch weiter, also eben hier den Helden haben wir ja auch schon gesehen, der ist ja auch in der Mega Army Box enthalten. Auch mit einer ziemlich großen Nahkampfwaffe. Also ich kann es nicht anders sagen, mir gefällt dieser Stil ganz einfach. Den Mantic hier an den Tag gelegt hat bei diesen neuen Einheiten. Also Hut ab, gefällt mir alles sehr, sehr gut. Ich bin schon ein bisschen selbst am Überlegen gewesen, soll ich mir die Sachen holen oder nicht. Aber ich habe meine Northern Alliance noch nicht ganz fertig und habe jetzt auch nicht wirklich gespielt in letzter Zeit. Es macht irgendwie für mich keinen Sinn. Aber ich hätte schon Interesse, mir einfach nur mal anzusehen, was hier die Figuren auch wieder an Qualität bieten. Daher vielleicht, dass ich mir mal hier die Ambush-Box hole, um halt mal einfach reinzuschauen, was diese neuen Figuren so können. Und vor allem hier auch mit dieser Kombination der grünen Bemalung, also was logisch ist irgendwie, auch wenn es auch andersfarbige Frösche gibt, aber ich sage jetzt mal dieses Grün als so Standard und das Rot im Vergleich bei den großen Figuren, das gefällt mir auch irgendwie und dürfte sich dann mit gewissen Farben dann auch recht schnell und einfach malen lassen, sodass das Ganze auch ganz gut ausschaut. Ja, das soll es jetzt auch schon mal gewesen sein mit einem kleinen Einblick, was so neu jetzt kommt im April in 2 Wochen. Also aktuell, wie gesagt, zum Vorbestellen. Und am 15. April wird das Ganze dann verschickt werden. Mal schauen, wann die Sachen dann auch bei uns hier im deutschsprachigen Raum verfügbar sein werden.